Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dem Video zeige ich dir, wie du deine Fräsplatte fest bekommst, also dass sie sich nicht mehr bewegt, und wie du dir solche coole Stützen bauen kannst, ohne deine Tischkreissäge zu beschädigen. Wenn es dich jetzt interessiert, wie ich vor allem die Fräse fest bekommen habe, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du den eigentlichen Bau des Frästisches noch nicht gesehen hast, den habe ich dir einmal hier und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte jetzt gar nicht mehr weiterreden, sondern wir fangen direkt an. Der ein oder andere hat doch bestimmt im letzten Video gesehen, wenn ich die Fräse einschalte, dass die sich dreht, so wie wenn ich fräse. Und das Problem habe ich dann auch festgestellt und das möchte ich natürlich beheben. Und dann könnte man zwar sagen, man schraubt die Platte hier irgendwie rein, aber dann habe ich sie ja nicht mehr mobil, weil bis ich die Schrauben gelöst habe und so. Und wenn ich die ganze Zeit die Schrauben lösen muss, dann wird das Loch auch immer größer und irgendwann hält es nicht mehr. Und ich habe mir da was überlegt, wie ich die am besten fest bekomme. Ich habe dafür 3 Lösungen jetzt gefunden, und zwar hätte ich das Ganze auf viereckig machen können, also diese Platte viereckig, dann hätte es sich zum Beispiel nicht mehr bewegt. Die werde ich jetzt aber nicht mehr ausbessern, weil da müsste ich jetzt hier viereckig ausfräsen und so. Das könnte man zwar machen, wenn jetzt meine Möglichkeit nicht hinhaut, die ich mir jetzt überlegt habe, dann könnte man das machen, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber würde auch gehen. Die zweite Variante, das hat mein Freund gesagt, und zwar ist ja hier diese Schraube dabei, die muss ich hier abmachen, um die Fräse hier reinzusetzen. Wenn ich die hier dran schraube wieder, hier eine Nut reinfräse, dann kann ich die Schraube hier einmal so, hier einmal so einlassen und dann wird es sich auch nicht mehr drehen. Das ist auch eine Möglichkeit, weiß ich auch noch nicht, ob ich es mache, aber meine Möglichkeit ist, beziehungsweise meine Variante ist halt, ich nehme hier so einen 6er Dübel und da mache ich hier ein Loch auf dem Rand, dann kommt der Dübel hier rein und in der Platte, geh raus, in der Platte mache ich hier auch ein Loch, das geht aber nicht durch. Das ist die Platte ziemlich dünn, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt oder nicht, müssen wir testen. Dann kommt hier auch ein Loch rein und wenn dann der Dübel hier drin ist, dann kann ich die da draufsetzen und dann kann die sich auch nicht mehr drehen. Dann mache ich halt hier 2 Dübel rein. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Okay, erster Schritt ist, dass ich mir jetzt anzeichne, wo dann später die Dübel reinkommen. Ich mache das jetzt einfach hier und hier. Anzeichnen tue ich in der Mitte, also von der Fräsung in der Mitte. Jetzt schaue ich kurz, wo das hier ist. Irgendwo da. Das mache ich einfach irgendwie hier und da drüben dann auch. Genau. Und dann bohre ich das. Okay, dann habe ich jetzt hier einmal die 2 Löcher. Seht ihr das? Hier und da drüben. Und jetzt nehme ich mir so solche Dübelspitzen. Die haben halt hier oben so eine Spitze drauf. Und die stecke ich mir jetzt hier rein. Dann nehme ich mir meine Fräse. Ich achte jetzt drauf, dass der Anschaltknopf nach vorne zeigt, damit ich halt anschalten kann. Und mache ich die jetzt hier rein. Schau, dass die gerade nach vorne zeigt. Und jetzt sitzt die auf den Dübelspitzen drauf und jetzt mache ich da ganz leicht Druck drauf. Und jetzt sollten wir super Abdrücke haben. Wenn man jetzt das Ganze bei MDF sehen würde. Ich habe auf der falschen Seite geguckt. Ja, das seht ihr jetzt schlecht in der Kamera, weil die ganz dünn sind. Also ganz klein. Hier haben wir einmal einen Punkt. Und hier haben wir einmal einen Punkt. Dann mache ich jetzt hier die Platte wieder ab. Also keine Ahnung, wie oft ich die Platte schon abmache, beziehungsweise wieder drauf mache. Wird immer öfter. Und dann bohre ich jetzt einmal mit einem Holzbohrer hier ein bisschen vor und dann zeige ich euch, was ich dann mache.
Jetzt habe ich hier einmal leicht vorgebohrt. Und ihr wisst ja, ein Holzbohrer hat eine Spitze vorne. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt hier, das ist ja ganz dünnes Holz. Wenn ich jetzt hier reinbohre, dann komme ich nicht weit, weil dann kommt die Spitze wieder auf der anderen Seite raus. Jetzt nehme ich mir einen Metallbohrer, der hat keine Spitze. Der ist zwar trotzdem spitz vorne, aber ich komme wesentlich weiter. Jetzt bohre ich mit dem ein bisschen weiter noch. So, jetzt habe ich hier wunderbare Löcher. Jetzt schleife ich das noch kurz ab und dann sehen wir uns drüben wieder. Okay, hat besser geklappt auch wieder, als ich gedacht hätte. Ich hätte gemeint, das reißt jetzt hier aus oder bricht aus und so weiter. Ich habe mir jetzt hier schon mal diese Dübel auf die Länge zugeschnitten und schon mal geschliffen, damit die halt in die Löcher leichter reinpassen. Die sind jetzt winzig. Und also zweimal halt. Hier habe ich die Löcher und hier sind die Löcher. Jetzt stecke ich hier mir diese Dübel, stecke ich mir jetzt hier rein. Einmal so und einmal so. Dann kommt es hier rein. So. Drücke ich ein bisschen runter. Und jetzt ist die Platte auch wieder bündig und so. Aber ich kann nichts mehr drehen. Hier, da dreht sich nichts. Ist auch wieder stabiler, als ich gedacht hätte. Ich hätte gemeint, auch wieder da. Wenn ich da einmal drehe, bricht. Nee. Es hält. Und das nächste, was ich mache, ist, ich mache jetzt hier ein bisschen Leim drauf auf die Dübel, setze das ganze Ding rein und lasse es trocknen. Mache dann aber diese Platte, die muss ich dann wieder abheben, nicht wenn die sich mit anleimt, aus Versehen irgendwie. Genau. Gut, nachdem jetzt der Kleber getrocknet ist, beziehungsweise bei mir ist er jetzt nur angetrocknet, er ist noch nicht hundertprozentig trocken, kommt die Fräse nun hier rein wieder, natürlich richtig rum. Und dann kann ich die irgendwie hier erstmal drauf lassen. Und dann drehe ich die und dann rastet die ein. So, und jetzt ist die bündig halt, aber man kann die nicht drehen. Hier seht ihr. Das ging ja vorhin, geht jetzt nichts mehr. Das freut mich, das hat jetzt geklappt. Die erste Verbesserung ist abgeschlossen, dann kommen wir jetzt zur zweiten. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Optimierung und zwar zu diesen Stützen. Ich sage jetzt gleich schon dazu, in dem Video wird es keinen Parallelanschlag geben mit Absaugung drin. Ich werde dazu auch kein Video machen. Ich blende euch jetzt mal kurz ein Bild ein, wie ich den bauen werde, weil da gibt es schon so viele Videos, da brauche ich dann keins machen. Wir widmen uns jetzt kurz den Stützen. Diese Stützen dienen dazu, dass die den Tisch hier halten, den man ja ausziehen kann. Wenn man jetzt diese Stützen nicht benutzt, würde der ausziehbare Tisch hier leicht abfallen und man hätte nicht mehr genaue Ergebnisse und so. Ich werde euch jetzt gleich genau erklären, wie ich die gebaut habe, ein paar Bilder einblenden, weil ich habe die Stützen, bevor ich mit YouTube angefangen habe, gebaut und deswegen gibt es jetzt natürlich kein Video dazu. Und mein Ziel war es halt von Anfang an, nicht ins Aluminium hereinzubohren und so, wie es manche andere gemacht hat. Der Aufbau ist recht simpel. Ich habe hier einmal diese Halterung, die ich hier reinklemme. Einmal einen Klotz, ein Rundholz. Da habe ich hier ein Loch reingebohrt, da stecke ich dann das Rundholz rein. Und ist einmal dann von unten mit einer Schraube fixiert. Oben ist eine Gewindestange drin, eine Mutter und eine Unterlegscheibe. Wenn ihr Maße oder mehrere Informationen zu den Stützen haben wollt, dann stellt einfach mal eure Frage in die Kommentare oder schreibt mir einfach auf Instagram, da heiße ich übrigens tm_bastler, dann kann ich euch da auch helfen.
kommen wir jetzt, wie ich das Ganze montiert habe. Und zwar fangen wir auf der linken Seite an. Hier unten drunter habe ich mir diesen Abstand rausgesucht. Und da kann ich das Ganze hier einmal reinschieben. Das passt ziemlich genau. Und jetzt ist es da dazwischen fest und hält auch. Vorne sieht es dann so aus. Genau. Auf der anderen Seite ist es das gleiche. Da habe ich mir diesen Abstand rausgesucht. Da ist es etwas lockerer geworden, aber kein Problem. Und es hält hier auch. Jetzt muss ich aber noch eine Sache ausbessern. Wenn ich jetzt diesen Parallelanschlag bis rüber schiebe, dann kann ich nicht die volle Breite nutzen, weil das hier stört. Jetzt muss ich hier unten drunter, muss ich jetzt einmal das Stück abschneiden, damit ich den rüberschieben kann. Auf der anderen Seite mache ich das gleiche und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind die Stützen jetzt fertig und jetzt muss es nur noch ausgerichtet werden. Dazu nehme ich mir jetzt hier eine Wasserwaage, die lege ich jetzt einmal hier so über Kreuz hin und schaue, wo ich höher muss. Ihr seht, wir müssen jetzt rechts hinten im Eck, also hier, etwas runter. Und vorne rechts im Eck müssen wir ein bisschen hoch. Und deswegen habe ich jetzt hier eine Mutter. Jetzt hebe ich das leicht an. Ich muss hier ein bisschen höher. Dann drehe ich ein bisschen nach oben die Mutter. Und das mache ich jetzt so lange, bis es auf beiden Seiten passt. Jetzt nochmal kurz, legt die Wasserwaage einmal so mittig hin. Also einmal so, dann hier vorne einmal so und einmal so. Und jetzt nicht so schräg, weil das Ganze macht mehr Sinn, wenn es so ist. Und ihr seht, in der Mitte sind wir in der Waage. Hinten außen sind wir in der Waage und vorne sind wir auch in der Waage. So, dann darf ich jetzt schon wieder Danke sagen fürs Zuschauen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr euren Frästisch optimieren könnt. Fragen wisst ihr ja, einfach in die Kommentare schreiben oder auf Instagram, da beantworte ich auch sehr viele. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder beim nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao.